Ich liebe es einfach, diesen Moment zu haben, wo man abhebt und weiß, okay, jetzt hat man einfach diesen Moment von Schwerelosigkeit. Ja, die schönsten Wettkampferlebnisse sind immer, wenn man als erstes über die Ziellinie fährt. Man muss schnell sein, man muss eine gute Technik haben, man braucht Ausdauer, Kraft. Könnte sein, dass ich da nicht so koordinativ bewandert bin. Ich bin der Jonas Wagner, ich studiere Physik mittlerweile auf Master und ich bin Leichtathlet, genauer Hochspringer. Hallo, ich bin die Sina Stöckmann, ich spiele beim Dresdner SC in der 1. Bundesliga Volleyball und ich starte dieses Jahr mit dem Studiengang Geografie Bachelor. Hi, ich bin Selina Stamer, ich studiere Medizin im 7. Fachsemester und ich betreibe Karate als Leistungssport. Ich heiße Tom Liebscher, studiere Verkehrsingenieurwesen und betreibe Kanu-Rennsport. Ich heiße Janice, ich habe Medizin studiert und bin jetzt im 11. Semester, also im praktischen Jahr, und ich spiele Tschukball. Mein Name ist Gustav Peters, ich studiere im 5. Semester den Bachelor Verkehrswirtschaft und ich spiele Floorball, auch bekannt als Unihockey. Was begeistert dich an deinem Sport? Tschukball ist eine sehr schnelle Sportart, bei der das Fair Play im Vordergrund steht. Sieht so ähnlich aus wie Handball. Anstelle der Tore hat man sogenannte Frames. Sieht so ähnlich aus wie ein Trampolin. Dort wirft man den Ball drauf und der Ball kommt zurück. Die gegnerische Mannschaft versucht, dass der Ball dann nicht auf den Boden kommt. Und wenn ich drauf wäre, versuche ich natürlich, den Ball so geschickt da drauf zu werfen, dass niemand die Möglichkeit hat, den zu fangen. Die Sportart ist sehr naturnah, sehr abwechslungsreich und das Wettkampfformat ist auch sehr spannend, dass wir 9 Bahnen, 9 Boote gegeneinander fahren können und wir wissen direkt nach dem Ziel, wer gewonnen hat. An Karate finde ich besonders toll, dass es so vielseitig ist und so viele verschiedene Facetten von allen möglichen Sportarten kombiniert. Man muss schnell sein, man muss eine gute Technik haben, man braucht Ausdauer, Kraft. Das Spiel mit dem Gegner, einfach die ganzen taktischen Feinheiten. Floorball ist praktisch wie Eishockey in der Halle, nur ohne Roll- oder Schlittschuhe. Es ist ein großer Teamsport, alleine reißt man nichts. Natürlich begeistert mich am Volleyball ganz besonders das Gefühl, mit dem Ball zu spielen und die vielen taktischen Varianten. Ich liebe es einfach, diesen Moment zu haben, wo man abhebt und weiß, okay, jetzt hat man einfach diesen Moment von Schwerelosigkeit. Also es kombiniert an der Stelle die rohe Gewalt vom Anlauf und dann fliegt man einfach. Was hast du im Sport gelernt, das dir auch im Studium hilft? Ich denke, ganz besonders entfaltet man eine gewisse Disziplin und einen Ehrgeiz, an Dingen zu arbeiten, auch wenn es harte und anstrengende Phasen gibt. Auch mal Sachen machen, worauf man keinen Bock hat eigentlich, aber sich durchbeißen und am Ende lohnt es sich. Was war dein größter sportlicher Erfolg? Mit dem Team 2015 beim Wado World Cup in Japan die Silbermedaille zu holen. Wir haben als Junioren mal die deutsche Meisterschaft gewonnen, aber ich denke, mein größter sportlicher Erfolg war die Teilnahme mit der deutschen U19-Nationalmannschaft. Beim Tschukball war der größte sportliche Erfolg, den wir hatten, die Europameisterschaft 2018 in Italien. Die EM in Sofia, die U18-EM. Mein größter sportlicher Erfolg, würde ich sagen, war bis jetzt die Hallendeutsche Meisterschaft dieses Jahr 2021, wo ich nicht nur das Ding überraschend gewonnen habe, sondern am Ende auch eine neue Bestleistung aufgestellt habe und gleich noch eine Qualifikation für Europameisterschaften nachgeschoben habe. Habe ich nicht mit gerechnet, aber habe ich gerne mitgenommen. Der größte sportliche Erfolg war natürlich jetzt in Tokio die Goldmedaille, auch in Rio die Goldmedaille, aber auch diese vielen Momente, die man im Training, aber auch im Wettkampf verbracht hat, wo man Menschen getroffen hat, die sind alle sehr kostbar und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das schon so lange und auch so viel und so intensiv erleben konnte. Welchen Sport beherrschst du eigentlich so gar nicht? Oh. Puh. Da muss ich nachdenken. Schwierig, weiß ich nicht. Ich schwimme wie ein Backstein. Könnte Schlittschuhlaufen sein. Also ich sag mal, Ballsportarten ist vielleicht nicht ganz so meins. Zum Beispiel Kampfsportarten oder so. Also habe ich noch nie ausprobiert, aber könnte sein, dass ich da nicht so koordinativ bewandert bin. Und welche Sportart fasziniert dich neben deiner eigenen Sportart am meisten? Da gibt es eigentlich ziemlich viele Sportarten, die ich ziemlich cool finde. Ich mag Volleyball, auch wenn ich eigentlich nicht mit Bällen umgehen kann. Ich bin sehr gern Ski gefahren, auch seit früher Kindheit. Ich laufe noch Langstrecke und fahre als Ausgleich Rennrad und da ist auch der ein oder andere Triathlon auch mal dabei. Halber Ironman, bis dahin geht alles. Was war bisher dein coolstes Wettkampferlebnis? Ja, die schönsten Wettkampferlebnisse sind immer, wenn man als erstes über die Ziellinie fährt. In der Verlängerung den Siegtreffer zu erzielen, ist schon immer recht lässig.
Als ich 2014 war der Europacup, also meiner Stilrichtungs-Europameisterschaft, im Finale stand, noch 2 Sekunden Zeit waren, ich hinten lag und dann nochmal alles zusammengenommen habe, volles Risiko vorgegangen bin, praktisch immer meine Gegnerin drüber weggerannt bin und in der letzten Sekunde noch den entscheidenden Punkt geholt habe und mir den Titel gesichert habe. Das war ein geiles Erlebnis. Als wir bei der U18 EM in Sofia waren, da haben wir uns gegen die Türkei einmal gebettelt und haben im 5. Satz, also ganz knapp, mit 15-13 dann den Einzug ins Halbfinale verpasst. Aber die Spannung in dem Spiel und der Tunnel, den habe ich immer noch in Erinnerung. Und leider nicht mit einem guten Ausgang, aber es war sehr spannend. Ich war bei einem Wettkampf in Schweden, das waren Jugend-Europameisterschaften, das war 2019 und wir waren gerade im Warteraum, bevor es richtig losging mit dem Wettkampf. Wir haben alle noch mal so ein bisschen überprüft und da guckt ein Schwede bei mir aufs Trikot und sagt auf Deutsch, oh, guten Tag. Und ich denke mir, okay, die Wörter wird er sich zurechtgelegt haben. Hallo. Und dann beginnt er mit mir im fließenden Deutsch ein Gespräch anzufangen. Und ich war total von den Socken, weil auf einmal hat man in einer Situation, wo man nur Englisch gesprochen hat, jemanden, mit dem man auf einmal sich fließend auf Deutsch unterhält. Das war eigentlich eine ganz coole Freundschaft dort. Isst du eigentlich trotz Leistungssport auch mal eine Pizza? Natürlich. Ja, also klar, es spielt gesunde Ernährung eine Rolle, aber das ist nicht verboten. Ja, ab und zu kommt das schon vor, aber eher selten und eher außerhalb der Saison. Und auch mal ein Bier? Ja, auch eher außerhalb der Saison. Wofür nutzt ihr eigentlich das Sportstipendium? Das Sportstipendium ist natürlich einerseits die finanzielle Absicherung, aber was für mich auch sehr wichtig ist, ist der Kontakt in die Professur. Mit dem Professor Odenbach haben wir einen sehr guten Ansprechpartner, wo wir uns 2-mal im Semester treffen und uns das Studium planen. Wie schaffen wir ein Studium neben oder mit dem Sport? Und es ist eine enorme Hilfe dabei, die ganzen Wettkampfkosten zu decken. Dann natürlich, je höher das Niveau wird, desto weiter sind eben auch die Wettkämpfe weg. Das heißt, es ist eigentlich alles eigenfinanziert, Flüge, Fahrtkosten, auch Trikotsätze, Ausrüstung etc. So ein Spike ist innerhalb der Saison nicht die ganze Zeit gleich frisch. Der leiert gerne mal aus und die Dornen werden ein bisschen stumpf. Und wenn man die besser austauschen kann, schneller austauschen kann, dann hat man ein bisschen einen Vorteil. So, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hier oben findet ihr ein Video mit der letzten Sitzgelegenheit mit den Erstis der TU. Und hier unten findet ihr ein weiteres Video vom TU-Kanal, was euch gefallen könnte. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren.